Hallo, ich bin Inga und ich zeige dir heute, wie man mit einem Tortenmesser und einer Glättkelle ein abstraktes Acrylbild malt. Zu Anfang habe ich mir einfach einen Graphitstift genommen, ganz locker aus dem Handgelenk ein paar Linien und Kurven gezeichnet, um einfach ins Malen zu kommen und keine weiße Leinwand mehr zu haben. Die Linien haben mir dann auch gezeigt, wo ich meine Acrylfarben auftragen kann, und ich habe zunächst 3 Acrylfarben für den Hintergrund aufgetragen. Im Einzelnen sind das ein dunkles Blau, ein Türkis und ein Flaschengrün. Normalerweise gestalte ich meinen Hintergrund mit der Hilfe eines Flachpinsels und ich sehe dann auch immer zu, dass ich keine weißen Lücken habe. Heute jedoch werde ich das einfach anders machen. Ich werde ausschließlich mit meinem Palettenmesser arbeiten. Es kann aber auch ein Tortenmesser sein und ich werde einfach die Farbe über die Leinwand ziehen. An dem Tag, als ich dieses Bild gemalt habe, war es sehr stressig und ich war mir gar nicht sicher, ob ich noch Lust hatte, ein Bild zu malen. Dann habe ich mir gedacht, an und für sich ist das immer eine schöne Möglichkeit, um runterzukommen, um Dinge hinter sich zu lassen und auch im Moment zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt, einfach die Farbe so über die Leinwand zu schieben und man kann da regelrecht eintauchen. Die Farbe muss etwas pastös sein, dann spürt man auch einen gewissen Widerstand. Ich habe gemerkt, wie das Malen dieses Hintergrundes mich ruhiger gemacht hat. Ich habe angefangen, mich auf dieses Bild einzulassen und ich habe vor allen Dingen gemerkt, wie schön diese ganzen Farbmischungen sind, die bereits jetzt entstanden sind. Aufgrund der Größe der Leinwand habe ich dann einmal mein Werkzeug gewechselt. Das ist eine handelsübliche Glättkelle, die man ganz einfach im Baumarkt bekommt. Und dann habe ich nochmal die Farbe etwas nachgezogen und wie man sehen kann, ergeben sich dann nochmal ganz andere Farbabstufungen. Die Leinwand ist natürlich wieder quadratisch. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich gerne auf quadratischen Leinwänden male. Und die Leinwand ist heute 60 x 60 cm groß. Die Geschwindigkeit, mit der ich gerade die Glättkelle über die Leinwand ziehe, ist die Originalgeschwindigkeit, denn am Anfang war ich noch nicht so ruhig und man kann meistens daran ablesen, ob man seine innere Ruhe wiedergefunden hat, wie man in dem Augenblick auf der Leinwand agiert. Abstrakte Acrylmalerei hat nicht unbedingt etwas mit Hektik und dem Schleudern von Farben auf die Leinwand zu tun, sondern das kann auch ganz in Ruhe geschehen. Wichtig ist jetzt, da ich sehr viel Farbe auf meiner Leinwand habe, dass die gut durchtrocknet, bevor ich dann die erste Schicht auftrage. Das kann man mit dem Föhn erreichen. Ich würde aber tatsächlich empfehlen, bei dieser Art Hintergrund die Leinwand 3 bis 4 Stunden trocknen zu lassen. Bei der abstrakten Acrylmalerei habe ich ja die Möglichkeit, mit möglichst aufregenden Farben zu arbeiten.
Das heißt, ich hätte meinen blau-grünen Hintergrund nutzen können, um jetzt mit Reflexfarben zu arbeiten, die natürlich einen sehr hohen Kontrast zu den Farben haben. Ich habe mich aber dafür entschieden, mit einer sehr transluzenten Farbe zu arbeiten. Sie sieht weiß aus. Es ist kein Weiß, sondern ich habe die Perlfarbe in Grün gewählt. Diese Perlfarbe schimmert etwas leicht wie ein Perlenohrring, aber der Schimmer ist bei dieser Farbe grünlich. Vor allen Dingen wird das dann recht deutlich, wenn die Farbe aufgetrocknet ist. Transluzent bedeutet in dem Augenblick, dass sie dort, wo immer weniger Farbe auftaucht, durchscheinend ist. Sie ist in dem Sinne nicht transparent, aber je nach Lichtanfall bemerkt man, dass die Farbe mal mehr oder mal weniger in den Hintergrund tritt. Dort, wo die Schicht einer Perlfarbe etwas dicker aufgetragen ist, hat man das Gefühl, dass auch Perlfarben deckend sein können. Nachdem ich die helle Perlfarbe aufgetragen habe, stand mir der Sinn nach etwas Dunklem und auch hier habe ich zu einer Hintergrundfarbe gegriffen, und zwar habe ich das dunkle Blau angewendet, um in meinem Farbspiel zu bleiben. Das Farbspiel wird erst durch die nächste Farbe unterbrochen, und zwar ist meine Wahl auf die Metallic-Farbe Bronze gefallen. Ich hätte mir mehrere Metallic-Farben vorstellen können. Es hätte auch ein Gold sein können, es hätte ein Kupfer sein können, aber ich habe mich für eine Farbe zwischen Gold und Kupfer entschieden und das ist meiner Meinung nach der bronzene Farbton. Eine Metallic-Farbe ist auch eher eine Farbe, die nicht deckend ist. Je nachdem, wie die Schichtdicke ist, kann man mal durchgucken oder aber sie wirkt dann tatsächlich deckend. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, etwas mehr von dem Bronzefarbton aufzutragen, weil ich anschließend noch etwas mehr mit den Farben spielen will. Ich habe bei Amsterdam Acrylics eine neue Farbe entdeckt. Leider gibt es sie nur in einer kleinen Tube, aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch mal werden. Es handelt sich dabei um ein helles Türkisgrün und das passt natürlich hervorragend in mein Farbschema. Das heißt, ich habe jetzt halbdeckende und transluzente Farben und wechsle jetzt mit einer sehr hellen Farbe, die auch noch deckend ist, einmal die Ebenen. Was man gleich mit der nächsten Kameraeinstellung sehen wird, ist, dass das Bild je nach Blickwinkel ganz anders aussehen kann. Bei der nächsten Farbe habe ich etwas länger überlegt, ob ich nach dem hellen Türkisgrün lieber etwas Dunkles haben möchte oder ob ich nochmal mit einer transluzenten Farbe arbeiten möchte. Und dann habe ich mich im gewissen Sinne für eine Komplementärfarbe zu dem Grün entschieden.
Es entspricht nicht der reinen Farblehre, weil die Komplementärfarbe zu Grün immer noch rot ist. Aber ich habe in den Bereich des Rötlichen gegriffen und zwar ist meine Wahl auf die Perlfarbe Violett gefallen. Und mit dieser Farbe bekommt das Bild zunächst einen sehr interessanten Zwischenstand. Nachdem ich dann das Perlviolett aufgetragen hatte, habe ich das Bild als sehr hell empfunden und ich fand, dass die dunklen Töne im Hintergrund immer noch sehr beruhigend wirkten, aber ich wollte jetzt tatsächlich etwas Dunkles nach vorne holen und da das Bild ja zwischen Blau, Grün, Türkis changiert, habe ich mich dann für das Flaschengrün entschieden. Auch das Flaschengrün ist im Grunde genommen eine transluzente Farbe. Das werdet ihr hinterher noch etwas genauer sehen. Und es ist im Ansatz eine sehr dunkle Farbe und im Zusammenspiel mit hellen Farben und der Transluzenz dieser Farbe ergeben sich Farbschlieren und Farbtöne, die ich für dieses Bild tatsächlich sehr passend finde. Mit der nächsten Farbe, wieder dem Perlgrün, starte ich jetzt meine Detailarbeit. Mir gefällt das Flaschengrün richtig gut. Noch besser gefällt mir aber eine Farbmischung aus dem Flaschengrün und dem Perlgrün. Deswegen werde ich jetzt 3 Bahnen rakeln, um das Dunkle des Flaschengrüns etwas abzumildern und um noch etwas mehr Schimmer der Perlfarbe auf die Leinwand zu geben. Und wenn ich damit fertig bin, fällt mir etwas auf, was ich dann ein bisschen beheben werde. Ich hatte eingangs gesagt, dass ich normalerweise mit einem Flachpinsel meinen Hintergrund gestalte und dieser normalerweise auch keine weißen Leinwandflecken aufweist. Und die weißen Flecken der Leinwand, die diesmal entstanden sind, integrieren sich auch gut in das Bild, bis auf eine Stelle. Dort habe ich jetzt direkt aus der Flasche das Flaschengrün aufgetragen und verblende jetzt mit Hilfe der Glättkelle diese Stelle etwas. Es ist im Anschluss immer noch etwas von der weißen Leinwand zu sehen, aber sie sticht nicht mehr so hervor. Für jeden ist ja etwas anderes wichtig. Ich hätte das auch so stehen lassen können, aber mir war die Integration an der Stelle tatsächlich wichtiger. Für mich war das Acrylbild an der Stelle dann tatsächlich fertig und deshalb zeige ich euch das Bild einmal, indem ich die Kamera darüber schwenke. Es befindet sich noch im nassen Zustand, schimmert deshalb etwas mehr, als wenn es aufgetrocknet wäre. Und ich finde es wunderbar, dass ich bis auf den Hintergrund durchgucken kann.
Stellenweise habe ich noch die weiße Leinwand, die richtig durchschimmert. Dann habe ich die einzelnen lasierten Schichten. Und dann habe ich auch viele Inseln, positive und negative Inseln. Und wenn das Bild getrocknet ist, sind getrocknete Acrylfarben grundsätzlich dunkler. Das Bild hat natürlich jetzt den Vorteil, dass ich sehr viele helle und transluzente Farben verwendet habe. Und insgesamt trocknen diese Farben natürlich auch in einem schönen seidenmatten Glanz auf. Ich lese sehr oft in den Kommentaren, ob ich anschließend noch einen Finish mache. Und ich muss sagen, ich verzichte darauf, weil es mir lieber ist, die natürliche Auftrocknung der Farben zu haben und zu sehen, als wenn alles gleichförmig unter einer dicken Schicht Firnis verschwindet. Ich habe früher Firnis aufgetragen, es gibt davon mehrere Versionen, matt, seidenmatt, glänzend, und nichts davon fand ich so überzeugend, dass ich das auf ein solches Rakelbild packen wollen würde. Ich habe euch das Bild wieder an der Wand aufgehängt und habe hier eine andere Lichtquelle. Und auch hier sieht man ganz deutlich, dass je nach Lichteinfall und Lichtquelle das Bild wieder etwas anders wirkt. Dann gehe ich mit der Kamera nochmal ein bisschen schräger an dem Bild vorbei, sodass ihr auch nochmal sehen könnt, wie sich transluzente Farben dann verhalten. Sie werden etwas sichtbarer und werden dann, wenn man wieder von vorne auf das Bild guckt, teilweise wieder unsichtbar. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich über ein Like. Ich sage danke für eure Kommentare, die sind so konstruktiv und so wohlwollend und ich finde, ihr seid eine wunderbare Community. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.